herzlich willkommen zum neuen Spiel hier auf dem Kanal Steffo. Heute geht's um das Spiel This is the Police. Ja, mal schauen, was es ist. Wir starten mal. Daten werden geladen. Usually, before I go shaking my tits for the press, I like to go see how the professionals do it. Some might say the chief of police has no business in an institution like this, but in fact it's the quietest and safest place in town. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, nobody even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. It's just that nobody says it out loud. My younger colleagues might call it hypocrisy, but I call it the good old-fashioned manners. Good manners and leave the rest unsaid. She agrees to unbutton her blouse, and we agree not to pay too much attention. The girls are on a quiet prowl, too. They're looking for a way out of their cramped rooms. Maybe make friends with some wealthy patron with a pacemaker and dentures. Everybody wants something. But we have to control ourselves, or we'll all turn into libertines and prostitutes. Hell, if there weren't any rules, I'd be belching and farting, jumping up on the table, arms held high, yelling, "Shake it, baby!" No idea how I got so barbaric. This is the Police. Ja, das ist die Polizei. So. Erstmal, Musik ein bisschen runterstellen. So, Cutscenes. Ja, Cutscenes müssen wir machen. Lass mal an. Oder? So. Was haben wir noch? Sprache, Vibration, ja. Okay. Dann fangen wir mal an. Bin gespannt auf das Spiel. Tag 1. Bürgermeister Rogers, Sexsüchtiger. Stadt bestätigt Gerüchte um Jack Boyds Rücktritt. Auf Bitte von Bürgermeister Rogers Mark War 2 wird in Freeburg noch am Tag vor der Weltpremiere gezeigt. Kann ich hier nichts anschauen? Ah, okay. Na gut, dann gehen wir mal zur Arbeit. Ja, Motor will nicht anspringen, ne? Sternenhimmel. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes, didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am.
The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. This is the first time I'm afraid of those answers my mind is giving me. Not because I'm mad at losing my job, though it's true I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else, though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. And I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same: play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Servus, Leon. Guten Morgen, Leon. Natürlich brauchen wir es doch mal so, oder? Ja, bis jetzt weiß ich noch nicht, wie ich es finde. Bis jetzt viel Gelaber. Gestern hat das Büro des Bürgermeisters offiziell ihren Rücktritt verkündet. War das eine Überraschung für Sie oder wussten Sie vorab davon? Boah, gestern. Ja, Überraschung, hä? Ich dachte, ich würde noch 5 bis 10 Jahre als Polizist arbeiten. Ich will einfach nur dieser Stadt dienen. Natürlich bin ich da ziemlich überrascht. Wissen Sie bereits, wer Ihr Nachfolger sein wird? Nein, natürlich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass man im Büro des Bürgermeisters schon einen Namen hat. Nach dem jüngsten Korruptionsskandal hat Ihr Stellvertreter Francis Kendrick angekündigt, bald freiwillig zurückzutreten. Wenn der Bürgermeister ihm ihren Posten anbieten würde, könnte das seine Meinung ändern? Keine Ahnung. Vielleicht. Klingt durchaus möglich, wenn er den Eindruck hätte, dass die neue Position ihm dabei helfen könnte, der Stadt noch eine Weile zu dienen. Obwohl Kendrick freigesprochen wurde, glauben immer noch viele, dass die Polizei mit der Mafia zusammenarbeitet. Können Sie dazu etwas sagen? Wenn es der... Ich weiß es nicht. Ich habe nie mit der Mafia zusammengearbeitet, aber ich kann nicht im Namen aller Männer und Frauen der Polizei sprechen. Ich kann nicht allen meinen Beamten rund um die Uhr nachspionieren. Glauben Sie, dass Ihre persönliche Beziehung zum Bürgermeister der Grund für Ihren Ruhestand sein könnte? Eindeutig. Natürlich könnte sie das sein. Persönliche Beziehungen sind immer wichtig, egal was manch einer behaupten mag. Ja, wie viele noch? Danke. Ja, bitte. Hallöle mit Öle. Servus, Jess und Paddel. You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. Dann hau ich hier noch runter. Oh, du bist gemein, Leon. Sagst das zu deinen Schülern? Oh, erstmal Pillen schlucken. Und erstmal Zigarren. Oh, da hat man einen kleinen Fleck am Kopf, ja? Na gut, der ist auch schon 60. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark.
Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack. I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough, I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of the city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You have a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. Yeah. 180 days quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man. I'll do my best. And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon. I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Alter Schwede. Ja, ja, wollte ich noch kurz was reden. Warte. Tag 2, 16. Juli. Ich befördere dich nur, wenn du nicht einfach BG startest, ne? Und Leon. Und auch keinen annehmen. Kein Random. Weil, ne? Dann befördere ich euch. So, Leiter des Kulturresorts Besitzvilla in Italien. Francis Kendrick könnte Jack Boyd ersetzen. Sauberkeit der Straßen um 20% gestiegen. Und ja, ich hatte heute noch gar keine Zeit. Also ein bisschen habe ich was gezockt. Supercard, aber das werde ich dann jetzt irgendwann noch machen und morgen dann noch. Oh ja, Springgelenk an. Ist wie bei Paddel beim Auto. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eating here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick, he recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Ja, dann gebe ich es euch ja her. So.
Würden Sie gerne Tipps dazu bekommen, wie das Spiel funktioniert, zeigen Sie mir, was Sie drauf haben. Ich bin ein 60 Jahre alter Polizeichef, der nur wenige Monate vom Ruhestand entfernt ist. Ich brauche niemanden, der mir sagt, wie ich meinen Job zu erledigen habe. Nein, ich bin zu alt, ich weiß nicht, wie es geht. Die Freiburger Polizei ordnet bevorstehende Arbeitsanweisungen in Schichten für heute und morgen ein. In jeder Schicht reagieren Polizisten auf laufende Verbrechen und Detectives fahren mit ihren Ermittlungen vor Ort. Sie können Angestellte problemlos von einer Schicht in die andere besetzen. Das wäre ein Trinker oder was? Soll die Flasche bedeuten? Professionelle Technik, Effizienzlevel, ja. Nein, bei der Polizei nicht. Je weniger desto weniger zuverlässig. Chef der Polizist könnte am Steuer einschlafen ohne ein... Oh. Ah, okay. Ja, das... Aha. Faul und werden sich alle möglichen Ausreden ausdenken, um einen freien Tag zu bekommen. Während andere gerne über den Durst trinken. Okay. Was soll ich jetzt machen? Dann. Oh. Irgendwie passt das Bild hier aber nicht, ne? Auf Notrufe reagieren ist die Grundlage aller Polizei. Während der Polizisten zum Tatort schicken müssen, bevor die Zeit abläuft. Eine Markierung auf der Karte zeigt an, wo der Anruf eingegangen ist. Je weiter weg das Ziel von der Polizeiwache ist, desto länger werden ihre Beamten dorthin brauchen. Und umso länger werden... ja, okay. Fahrerflucht. Achso. Die einfachste Möglichkeit, eine Aufgabe zu stellen, ist zu überprüfen, wie viele Einheiten sie losschicken können. Je mehr Einheiten sie schicken können, desto größer ist die zu erwartende Gefahr. Besonders risikoreiche Missionen geben ihnen die Möglichkeit, ein SWAT-Team zu schicken. Ey, da seid ihr dann drin, oder? Oder seid ihr die Detectives, Leon und Paddel? Aber dieses muss von wenigstens einem regulären Polizisten begleitet werden. Ja, oh Gott, die Anzahl an Plätzen ist nicht das einzige, was Sie beachten sollten. Alle verfügbaren Informationen von der Lage des Tatorts und Vorhandensein von Waffen und so weiter. All das kann Ihnen sagen, wie ernst Sie den Fall jeweils nehmen müssen. Eine Mission kann auf den ersten Blick einfach aussehen, sich aber in ein Schlachthaus verwandeln. Oder es kann ein ernster Anrufer hereinkommen, der sich als falscher Alarm herausstellt. Fahrerflucht. Ein verheiratetes Paar kam aus einem Supermarkt und sah auf dem Parkplatz, wie ein Wagen rückwärts einen Obdachlosen anfuhr, der in einer Mülltonne gewühlt hatte. Der Fahrer sprang erst heraus, um zu helfen, stieg dann aber schnell wieder ein und fuhr weg, nachdem er gesehen hatte, dass er ein Obdachlosen... Okay. Ja, komm, machen wir mal einen Vibe. Und den Jensi. Achso. Ja, das Vibe und den da. So, fortfahren. The Last Picture Show. Ein Kinomanager berichtet, dass er mit jungen Mann während einer Vorstellung von Citizen Kane versucht habe, mit einem durch den Schriftzug Rosebud verzierten Snowboard den Eintritt zum Kino zu erzwingen. Als man ihm den Zugang verweigerte, griff er den Kassierer gewalttätig an. Derzeit kämpft der Mann mit dem Sicherheitsdienst des Kinos. Hier kann die Fette und die Negerin. So.
Fahrerflucht. Wenn alles gut läuft, verhaften die Polizisten die Kriminellen und niemand stirbt. Aber die Wahrheit ist, dass die Kriminellen manchmal entkommen können. Versuchen sie vor allem tote Polizisten und Zivilisten zu vermeiden. Tote in ihrem Team schwächen und ihr tote... Okay. Ja, Mann, haben gepasst. Geil. Läuft. Gewaltsame Auseinandersetzung. Sehr gut, die Dickerts und die Neger. Beamte unversehrt, Zivilisten unversehrt. 3 mit einer Schrotflinte bewaffnete Teenie haben eine Videothek überfallen und sind mit ihrer gesamten Sammlung an Pornofilmen geflohen. Die Täter flohen in einem Auto, aber der Leiter der Videothek konnte das Kennzeichen notieren. Die Besitzerin ist eine Jeanette Brown, die in der Vorstadt lebt. Nee, da brauchen wir kein SWAT-Team. Aber ich habe da Angst jetzt. Nee, komm, mach mal die alte und sie. Weil ich habe... Oh, da ist noch was. Ein Bruder und eine Schwester sind über das Testament ihres gerade verstorbenen Vaters in Streit geraten. Einer der Anwälte hat erklärt, wir trauen uns nicht, sie zu trennen. Und heute Abend hat der Nachtwächter des Krankenhauses frei. Ich glaub's auch. Oma Olga. Ein Passant hat gesehen, wie ein paar Teenager einen älteren Musiker angegriffen und dann mit seinem Geld weggegangen. Hier kommt. Kann wieder die Dicke besser rennen. Oh oh. Wenn Ihre Polizisten nicht sicher sind, wie sie vorgehen sollen, können Sie sie kontaktieren und fragen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Versuchen Sie sich möglichst um alles zu kümmern, was anfällt, aber verschwenden Sie nicht all Ihre Zeit darauf. Sie haben noch genügend andere Probleme zu erledigen. Das Auto wurde hinter dem Haus der Browns geparkt. Durch das offene Fenster sind Stöhnen und Gelächter aus dem Wohnzimmer zu hören. Durch ein offenes Fenster in das Haus schleichen, an die Tür klopfen, aufmachen, Sirene und Lautsprecher aktivieren und durchsagen, dass das Haus umstellt ist. An die Tür klopfen. Ja gut, die Oma hat es leider nicht mehr geschafft. Sie ist gestorben. Oh Mann, ey. Ja, Täter gefasst, Beamte unversehrt, sehr gut. Nein, du wirst hier nicht einschlafen. Es ist schon jemand gestorben, hallo? Tag Wenn. Soll ich jetzt drücken oder geht das von allein? Ah, okay. Nee, muss ich drücken. Wenn Sie glauben, dass Sie am nächsten Tag ein paar extra Leute brauchen werden, können Sie jedem Polizisten befehlen, zur Arbeit zu kommen und Überstunden zu machen. Aber wenn Sie ohne Pause durcharbeiten, werden Sie deutlich erschöpfter sein. Und dann wird zwangsläufig jemand einen Fehler machen. Ja, die Omi ist leider tot. Siehe nächste Schicht. Okay. Na, oder? Oh, hier, der Brito kann mal zu Hause bleiben, oder? Für morgen auf die Arbeit, oder? Ach so, nee. Ach so, ich kann also mit dem... Oder was ist jetzt hier los?
Oh, Used to okay. be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Wen meinst du, Leo? Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Alles klar, Servus Jessica. Tag 3, 17. Juli. Francis Kendrick kündigt vorgezogenen Ruhestand an. Bau des Kinomuseums erneut verschoben. Legendärer Sänger Gennaro Crespo kommt nach Freeburg und paddelt ins Auto. Oh, das ist angesprochen. Oh, wenn ein Polizist mit haben wir das schon, ja, Alter. Mein Vater hat sich wieder betrunken und meine Mutter verprügelt. Sieht diesmal echt schlimm aus. Ich würde gerne bei Ihnen vorbeischauen. Kann ich den Tag feiern? Ja, aber kommen Sie morgen. Alter, mein Vater
Nein. Oh, Ringe. Okay. Nein! Der wollte gerade freimachen. Oh. Scheiße. Ah, okay. Ach, hier komm, machen wir den hier, oder? Der sieht cool aus. Und hier Beasley, sieht auch cool aus. So, wir gucken nochmal meinen Tag, mal schauen, ob jemand wieder stirbt. Freiburg ist nicht so eine Stadt, wo man das Gerede anderer ja gar nichts hören muss. Sie können jederzeit ein Stück aus ihrer Sammlung auswählen und abspielen. Genau wie im echten Leben. Naja, wie im Leben ihres Großvaters. Wieso willst du jetzt doch die Monster? Hä? Switch, was? Alter, ich kenne hier keine Sau. Kann man das auch abspielen? Billabong. Ja. Nimm mal das. Lernen wir, wie man Polizisten anheuert oder feuert. Ah. Polizeirevier. Hab jetzt mal. Okay. Schicht B, ne? Da ist ja die Oma eigentlich getötet worden. Ne, mach mal für Schicht. Na doch, mach mal Schicht B. Okay. Ja, aber was meinst du jetzt? Jessica, kannst du mal vielleicht ein Paddel fragen? Soll ich mir Monster holen oder Beast? Sollen wir einen Platz räumen? Zeit, jemand zu feuern? Nein, will ich nicht. Nein! Ich will den nicht feuern. Der hat 400 Sterne. Wenn sie einen legalen wollen, würde ich mal Fragen stellen. Vielleicht müssen sie den auch so feuern, egal ob legal oder nicht, aber das könnte so ändern. Boah, Alter. Okay, zu alt. Oh ja, diese doch. Die sieht doch gut aus. Nehmen wir doch mal die, oder? Machen wir Schicht A. Ja, nehmen wir den noch. Auch für Schicht A. Und den hier, das ist der so sieht der Paddel aus. Nehmen wir den. Ich hätte den Detective nehmen sollen, oder? Naja. Rückstand, Personal. Aber sind noch nicht drin, ne? Wir haben einen verhängnislichen Anruf vom Daumen erhalten. Ach so, vom Dom erhalten. Ach so. Diesen Morgen hat der
Ja, ja komm, kann der Alte. Und er... Boah, das geht mir schon auf den Sack, ne? Okay, ja gut, dann hole ich mir Monster. Boah, es ist der gemein, oder? Hier kann das Reifen mit raus. Der Alte. Und Van Dahl ist ein Holländer, der kann ruhig umkommen. Ich hätte ein SWAT-Team schicken sollen. Aber irgendwie, das Bild ist nicht richtig. Ja? Also, ich kann da oben gar nicht richtig erkennen. Nee, Täter gefasst. Oh oh. Soll ich da ein Spot-Team noch hinschicken? Wieso kann ich kein Spot-Team hinschicken? Oh Gott, der kommt doch um. Da kommt da, damit jetzt einer umkommt. Wette mit euch. Da stimmt einer. Täter ist entkommen. Mein Gott, die sind so doof. Ach, die Musik ist doch schön, oder? Okay. Oh. Ach, Gott sei Dank habe ich kein SWAT-Team geschickt. Mr. Boyd, mein Teacher hat sich wieder mit ich habe zuerst mit Sex gelesen, mexikanischen Essen vollgestopft und von der Schüssel nicht mehr runter. Inzwischen reicht die Schlange vor dem Club aber einmal um den Block. Wir brauchen da draußen jemanden, der die coolen Leute vom Punks unterscheiden kann. Ja, kann der Alte machen. Boah, aber ich habe jetzt gesehen, dass am 31. Dezember Kingdom Come Deliverance kommt und ich glaube, das werde ich mir holen. Boah, ist der gemein. Sorry, Chef, aber ich kündige. Diese eine Nacht hat mir mehr Kohle gebracht als ein ganzer Monat in dieser Klitsche. Ah, cool. Passt ja. Alles klar, Leon, hau rein. Gute Nacht. Ups, was stand da jetzt? Oh Gott. Aber ich finde das Spiel eigentlich echt cool. Gut, für die Zuschauer ist es halt dann doch ein bisschen langweilig. Finde ich eigentlich ganz cool. Als die Polizisten ankommen, sehen sie einen Clown, der Ballontiere für Kinder bastelt. Einen Regenmantel bewerfen und vorgeben, ein Kunde für illegale Ware zu sein. Der Clown wird auf das Eis nehmen und Zeugen sammeln. Vorsichtig von den Delfinos beobachten. Jawohl.
habt ihr gut gemacht, Jungs. Auch sehr gut. So, und die anderen drei mit dem Clan? Oder was war das? Keine Ahnung. Okay. So, die nächste Schicht ist dann morgen die. Hier, Oma muss morgen kommen. Ich glaube, die wird morgen sterben. Und zu Bucky. Nein, die müssen nicht kommen. Tag 4. Whenever I'm alone at home and there's a knock at the door, I always hope it'll be my wife, Laura. She's always forgetting her keys. Hello, my name is Steve, and you're Jack Boyd, is that right? To get to my front door, the Bible boys walked about a mile from the local bus stop, jumping over mud puddles and skirting a couple of landfills. Laura doesn't go in for religion either. But according to her, these brave lunatics with their fake smiles deserve at least a minute of attention. She patiently listens to them, asks them questions, regales them with pastries, and never once dropping a hint of condescension. When I watch her do it, I've got to admit it gets me. I'd have hugged those boys, sat with them on the porch and lit up a cigar. But a month after Laura left, all I could do was quietly ask them not to bother me. Today I'm a little rougher still. Shut the door on his nose this time. Another couple weeks at this rate, I'll be greeting anyone who comes close with my service pistol pointed towards the sky, ready to fire my warning shots. In my life, even the basic stuff never goes like it's supposed to. Normally, when a wife is going to leave home, she'll make a scene, or at least sit everyone down for a serious conversation. But Laura just disappeared. The children in the stories always stand on the side of the mother, but all three of our sons supported me. The in-laws always blame the husband for making their daughter unhappy. But now Sally, Laura's mother, well, we sort of have a pact. The fellow Laura ran off with is young enough to be her son. I hear he's 30 years old. Of all the possible information a man can know about his wife's lover, I get hit with that. Fortunately, Laura's mother doesn't like the way it sounds either. Sally figures this guy just thought he'd have some fun with a mature woman, but he'll be back chasing college girls before the year is out. So we have an agreement. Sally's gonna track down Laura and try to reason with her, and we'll arrange a meeting. Meanwhile, I'm supposed to not do anything stupid, which of course means anything at all. It's a crazy situation. I'm the police chief, and the person I'm trusting to find my wife is an old woman armed with a phone book. But I can't afford to lose Sally as an ally. So for the moment, I had to swallow my pride. Hello. Mrs. Markham, this is Boyd. Oh, is there any news? That's what I wanted to ask you. Have you found anything? An address, phone number? Have you spoken to her? Don't worry, Jack. I've narrowed the range to 2 suspects, or whatever you like to say at your police building. At my police building, we find people faster than a funny old woman chirping on the phone with my wife's girlfriends. Oh, you're an old man, Jack. Come to your senses. They give us straight odds on the street. But I've got more energy, Jack. Maybe you think I'm a foolish old woman, but I go to my book club, argue with the girls about Byron, and it gives me energy. I talk to my dogs, and it gives me energy. And you have nothing, Jack. You don't even have a hobby. You got no passion. It's why Laura left you. Let's not go back into that, Sally. Find my wife, and we can discuss my hobbies later. I'm waiting for your call, and my patience is running thin. Laura, if you've stopped loving me, I'll let you go. I can't expect the impossible from you. Just don't let me die out here, okay?
Okay. Und paddelt wieder in seinem Roller. Oh, er ist angesprungen. Nein. Du wolltest letztens schon. Da warst doch ein Knall. Die Oma, ey. Ach, muss ich hier jedes Mal die scheiß Musik auswählen. Da, 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 da. Ja, kann die Dicke wieder gehen? Ah, okay. Machen wir mal 2, oder? Ich habe keine Ahnung. Wow, okay. Also ich muss meine Leute, die schwarz sind, feuern. Ich will ihn aber nicht feuern. Naja, schauen wir mal. Ja, krass, ne, oder? Starke Karten. Ich habe auch sehr starke Karten. Was? Ich habe nicht viel gesehen. Ja, und jetzt? Der da gepasst. 2 Titan, ah, gut, okay, ich habe einen Titan. Sehr gut.
Ich weiß nicht, ob das gut ist. Nicht, dass der wieder... Nicht, dass der wieder... kommt zur Arbeit. Mord. Oh, okay. Oh. Das passt schon so, oder? Ach so. Okay. Ein bekannter Arzt mit mehreren Vorstrafen. Tja, er ist ein Mörder, ne? Da kommt nochmal sie. Und sie, vielleicht stirbt sie ja. Sollen wir das SWAT-Team auch? Machen wir das SWAT-Team, komm. Kann ja nicht schaden, ne? Schief. Ich hätte... Ach so. Tja, war's aber schon wieder.
Nee, berühren lassen sie nicht. Oh, schon Feierabend. Auf der Bühne. Machen wir mal das. Täter ist ankommen. Oh mein Gott, ey. Täter gefasst. Ja, geil. Sehr nice. Und schläft er schon? So. Ja, ihr beiden. Da Herr Panel gesagt hat, dass es schon sehr langweilig ist. Ach nee, jetzt mal Leon, ne? Why would a man need a barn? To store all the stuff you can't bring home. About 30 years ago, back when I was young and interested in farming, I carried all kinds of junk home. After a day in the field, I'd come home with buckets, shovels, dirty boots and clothes, and instantly transform the living room. But even back then, there's something I always kept in the barn. Ah, Pillen. I stopped keeping my pills inside the house because every time I was about to take a triple, someone would knock on my bedroom door. Now they're knocking on my barn door. Well, fine. It's not every day that someone comes to visit your barn. In all the years we worked together, Kendrick never came to visit the house. We drank at bars, went fishing, went to the mountains, even chased off some poachers one time. But he never came for dinner with the family. We never watched football over here. And now he's brought his friends to visit my barn. I always try to look unsurprised, like it's an everyday thing to get visitors at the old barn, especially guests with their own personal bodyguards. But Kendrick is sharp enough to see he's caught me with my pants on backwards. Sorry for the surprise, Jack. We saw you from the car. Figured we'd find you in here. I'm going in for a minute, fellas. These guys will wait outside. Alles klar, Jess. How long you been dating the lover boys? They're Sans people, Jack. Yeah. So now you're appearing in public with members of the Mafia? Jack, I'm leaving tonight. More like fleeing. Jenny and I are taking the girls and making a run for it. Probably won't be seeing each other again. I've got new documents, a new name, a new life, everything new. The papers say you're still working your last week for the department. I've got to get out today. I won't be getting another chance. Don't know if you noticed, but the whole city is against me. You told your Mafia friends about your plans. Jackie, if I don't fix everything with them in the next few hours, they're going to kill me. And not just me, my family, my relatives, God, Jack, I don't know who else. They found out that I was planning to run and they demanded that we close our contract today. Your contract, Frank? Really? Is that how you talk now? Maybe you should call in the lawyers to straighten all this out. Now is not the time, Jack, please. I have a commitment to them until the end of the year.
They need an inside line at police headquarters. I can't just give them back the money. That's not how the mafia works. If I can't find someone I can trust tonight, I'm dead. You know me, Jack. I wouldn't ask you if I wasn't afraid they'd cut my daughters to pieces before sunrise. He's the damn fool who puts his daughters in the crosshairs in the first place. Anyone in my place would have dressed him down good. But I didn't want to pile it on. Fate's already got this guy's soul in the grinder. Alles klar, Falle, Jessica, gute Nacht. Schlaf gut. Na komm, helfen wir ihm, oder? Give him my phone number and tell him it's done. Don't call me. Don't come to work today. I don't want to see or hear from you again. Time for you to go. Jack, Get the fuck out of my nice cozy barn, Frank. At the time, I was trying not to think about what just happened. It was almost too much to take in. I'm probably the most popular police chief in the history of the city, and I have to admit, I've thought about that more than once, sometimes with a little pride even. In one of the features they wrote about me in the papers, they said it pretty plain. Good Nacht. He catches the criminals. Believe me, high praise like that is unheard of in Freeburg, especially for a cop. And here I am, the person who catches criminals, and I've agreed to help the mafia, or I'll come home to a bag stuffed with my kids' body parts. Right before the last hammer falls. Hey, remember that cop who caught criminals? It turns out he was a mafia bitch. And all for the sake of a greedy, corrupt cop who should have fled the country years ago. That sound right to you? Oh je, hoffentlich habe ich keinen Fehler gemacht. Ja, kannst du reinnehmen. Oh. Oh, müsste reichen, oder? Oh je. Oh. Ah, ja gut. Ah, da hätte ich 4 Leute hinschicken können. I don't know.
Ja, das ist schon mal super. Oh! Ups! Ja, ich glaube, da werden sowieso nicht. Ich glaube, da bekommt immer nur einer, oder? Oh, scheiße. Ich hab leider keinen mehr. Oh mein Gott. Okay, wird schon langsam knackiger. Ich und mein Mann sind... Jawohl. Ja, freilich. Schon wieder? Was machen die denn? Okay. Puh, wird jetzt schon knackiger, ne? Hey, hey. Jawohl. Sehr schön.
Oh. So, jetzt müssten wir alle da sein, ne? Das muss mal rauslaufen. Okay. Oh oh. Was ist mit ihm los? Mr. Boyd, there was a man here earlier. He left you this. Man? What man? Who let him on this floor? I don't know. I've never seen him before. I asked him his name, but he just ignored me. He was talking on a big telephone, you know, one of those portables. He gave me this envelope and left. Damn. Okay, let's see about this. Of course, they could have shot them the second they took the photo, but I knew Kendrick and his family were all right. Either way, the message was not that they got out. It meant that I was in. My servitude to the Mafia had begun. I'd only been in my new position 5 seconds, and I already knew why Kendrick called it a contract. You sound doomed if you call it what it is. A curse. Boyd. Good morning, Jack. I believe you just received my message. Who am I speaking with? Oh, I'm sorry. I forget some people don't recognize my voice. But I assure you, Jack, if I was sitting right there in front of you, you'd have no trouble recognizing me. Like I was a member of your family. Even better than a wife, perhaps. A wife can betray you. No man is immune. I don't talk to people who don't tell me their names. Oh, Jack, don't be so childish. You're too old to run away from strangers. Yes, we both are. And in our old age, friendship becomes rare and all the more precious. But of course, we must work with new people and find out new names. So if you insist, Jack, let us formally meet. Hello, Jack Boyd. I'm Christopher Sand. Wonderful, Mr. Sand. And what is it you do for a living? Oh, you'll soon find out all about that. Well, you'll learn much more than a simple policeman could ever expect. You're a simple policeman no longer, Jack. Don't turn off your phone. Start today. Uh-oh. Eight in 10. It's been my go-to principle since my first day on the job. I've got to let my colleagues hush up what they need to, 2 out of 10 times, so that they'll help me with the remaining 8. 80 out of 100, 800 out of 1,000. I'm proud of those statistics. It's not so bad for Freeburg, right? But now I just officially became a Mafia whore. I'm supposed to be fearing for my life, for the lives of my wife and children. But the only thing I can think, what's gonna happen to 8 and 10? Nein. Du brauchst arbeiten.
Machen wir mal die rein. Oh oh. Oh, nochmal an, oder? Okay. Schade. Schade. Puh. Boah, wo fährt denn die hin? So weit. Sehr schön. Da reichen zwei. Na komm, machen wir die auch noch rein.
got a situation here. Sehr schön. 710A in progress. Da reichen 3 Leute. Ich hoffe, ich brauche da kein Swap-Team. Dino 710A. In progress. Oha. Da machen wir jetzt mal hier volle 4. Officer, looks like we have a situation here. Sehr gut.
Gut, machen wir jetzt mal hier Feierabend.